meinen Rucksack in Vogelkacke gestellt. Das bringt Glück. Ja. Die Christa greint nicht. Wir denken an dich, Sano. Ja. 1, 2, 3. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ne? Also wir sind hier unterwegs, ne? Mal wieder am Kanal. Ne? Da waren wir schon mal unterwegs und zwar vor einem Jahr. Und wir werden die exakt selbe Strecke, die wir damals gemacht haben, nämlich von Erlangenbruck nach Ebermannstadt, jetzt heute nochmal laufen. Und die Idee dahinter ist, was ist die Idee, Christa? Wir wollen halt schauen, ob wir uns gebessert haben. Um den Unterschied zu der alten Tour von 2023 zu verdeutlichen, haben wir jetzt hier unten 2 Schuhe eingeblendet, die auf dieser Distanzleiste von 34 Kilometern langsam entlang gehen. Der obere Schuh ist die aktuelle Tour und der untere Schuh ist die Wanderung aus 2023. Genau. Und zudem müssen wir Strecke trainieren und Kilometer runterreisen auch trainieren. Richtig, denn ich habe ja in dem Jahr jetzt auch noch den Frankfurter Megamarsch vor mir. Ne? Und ich will auch so ein bisschen jetzt langsam mal in Richtung Distanzen wieder gehen. Und deswegen ist die Strecke heute halt gänzlich anders. Denn die Sachen, die wir normalerweise machen in der Fränkischen Schweiz, ne? Das sind ja so Trails und Höhenmeter. Es sind Höhenmeter und es ist auch schwieriges Terrain für uns. Das hast jetzt heute hier nicht. Heute ist mehr so auf Kilometerpunkten und auch auf Geschwindigkeit. Am Kanal hat es logischerweise nur wenig Höhenmeter. Ne? Aber jetzt sind es heute wieder 28 Grad. Deswegen habe ich extra die Cappy auf, dass wir nicht wieder abbrechen müssen. Ne? Jawohl, wir wollen schauen. Wir wollen es einfach wissen. Ultimativ ist das der Vergleich dann mit der alten Tour, die wir gemacht haben, wo wir wirklich das allererste Mal so eine Distanz zurückgelegt haben. Ja gut, aber da haben wir ein wenig auf langsam gemacht. Ne? Da haben wir extra auf langsam gemacht. Aber wir wollen halt schauen, können wir am Ende zufrieden sein? Hat unser ganzes Training, die ganzen Monate da, ne? All die Marathons, die wir gelaufen sind, die 2 größeren Mega- und Mammutmärsche, hat es was gebracht? Und am Ende belohne ich mich mit einem Stück Kuchen. Jawohl, denn ultimativ endet das Ganze nämlich dann in einem schönen Biergarten in Ebermannstadt. Wenn denn alles klappt. Also wir melden uns, ne, wenn was Interessantes passiert. Aber ich glaube schon, dass es klappt, weil ich habe versehentlich beim Hinweg in Vogelscheiße reingelangt. Ne? Ja. Das, glaube ich, bringt Glück, oder? Ja, da haben wir jetzt erstmal einen Stopp machen müssen, um alles zu säubern. Ja. Ne? Ja. Ja, es passiert halt, ne? Ja. Ja, wir denken bei unserem Lauf heute auch an den Sano vom Kanal Sano VS Nature. Denn heute ist ja der Megamarsch in Düsseldorf, glaube ich, war das. Wir denken an dich, Sano. Ja, dass du das schaffst, ne? Ja. Ne? Und wir laufen mit dir. jawohl, genau, wir laufen mit dir. Zwar nicht ganz so weit, ne? Aber immerhin. Und wir haben ja auch die ganzen tollen Videos vom Köln-Pfad Ultra gesehen und auch vom Extremmarsch. Ja. Und Mai, Leute, also Hut ab. ja, also Wahnsinn. Das geht jetzt mal an den Flo, an den Wandermann, an den Stefan, Sebastian, an den Sebastian, Boris. der Boris, der Eifelbomber, der auch beim Köln-Pfad Ultra war und die Leute dort auch erwartet hat. Also klasse. Und der Boris, genau, hätte ich jetzt fast vergessen. Der Boris auch, der hat ja den extrem gemacht und ne, den Köln-Pfad Ultra, so wie der Sebastian. Und das ist halt eine irre Leistung, Boris. Also Wahnsinn. Ich bin so stolz auf euch. Aber ob ihr jetzt unser Video überhaupt noch anschaut mit der Mini-Distanz, Ja gut. wage ich fast zu bezweifeln. Ja, aber wir reißen schon auch noch mal irgendwas Sensationelles. Jeder fängt mal bei Null an. Jeder fängt mal klein an. Ne? Genau. Bin so beeindruckt, dass ich mich entschieden habe, ne? Ich werde jetzt dieses Jahr hoffentlich mit Flo und Melli die 100 Kilometer in Frankfurt machen. Und wenn ich mich dabei gut fühle, ne, ich bin ja schon älter, ich muss das immer testen. Ne? Ja, ja. Ich habe zwar schon 2x100 gemacht, aber natürlich muss ich das wieder austesten, ob ich das denn noch kann. So. Aber wenn es gut läuft, ja, dann
dann habe ich mir überlegt, werde ich auch nächstes Jahr an einem dieser großen Märsche, also entweder den Extrem oder den Köln-Pfad Ultra, da teilnehmen dran und werde es probieren. So, wir kommen jetzt an der Schleuse Erlangen vorbei und wechseln jetzt die Kanalseite und dann geht's straight Richtung Forchheim. Normalerweise, wenn man an so einer langen Kanalstrecke entlang läuft, hat man ja Musik auf die Ohren. Ja, das stimmt. Das hätten wir auch sehr gerne. Ja. Aber wenn jeder mit die Ohrenstöpsel seine Musik hört, Ja. dann kriege ich gar nicht mehr mit, wenn der Holger zu mir ein Kommando sagt. Richtig, deswegen brauchen wir ein Dual-Speaker-Set. Hat jemand von euch eine Idee? Es gibt ja da so einige Ideen. Also zum Beispiel die Androids in Samsung-Handys, die können 2 Bluetooth-Devices ansprechen. Jetzt habe ich aber kein Samsung, zum Glück, Ich habe auch sondern keins. ein Fairphone. Und da geht es erstmal nicht. Ja, dann gibt es noch so Adapter, die man mit USB anschließen kann, weil das Fairphone hat keinen analogen Output für die Kopfhörer. Und diese Adapter können dann auch das Bluetooth-Signal nochmal verteilen. Aber das wäre halt unpraktisch, wenn man da dann auch noch die Navigation macht und so weiter. Also ich weiß noch nicht genau, was wir da machen, müssen wir sehen. Apple-Geräte können es auch, glaube ich. Die können auch 2 Speaker anschließen, das müssen wir halt mal ausprobieren. So, meine Damen und Herren, eine kurze erste Pause hier nach, wie viele Kilometer 10 haben wir? Kilometer und die Bank kennt ihr doch, oder? Ja, natürlich, das war der Schauplatz unserer ersten Pause von unserer abgebrochenen Tour. Aber wir gehen jetzt gleich weiter, uns geht's gut. Ja, und hier kommen wir schon an der Bank vorbei, bei der allerersten Tour, die wir da gemacht haben, haben wir da die Pause gemacht. Ist jetzt ganz gut, dass wir die Bank vorher genommen haben, denn die war unter einer Brücke, Leute, ne? Ist ja klar. Leute, nächste Pause und zwar wieder, wie es der Zufall wollte, an der Schleuse Hausen, wie bei unserer ursprünglichen Wanderung. Wir fühlen uns... Entschuldigung, Christa? Da hört man sogar eine Amsel zwitschern und die Amseln, die werden um diese Jahreszeit leider immer ruhiger und das ist ganz traurig. Da bin ich immer froh, wenn ich dann noch eine Amsel höre. Siehst du das? Aber die Christa redet hier von den Amselmännchen, ne? Ja, das sind nur die Männchen. Die Amselweibchen machen das gar nicht. Wir fühlen uns beide sehr fit, noch immer. Ja. Und die Sonneneinstrahlung ist mindestens so krass wie bei unserer Abbruchtour. Ja, wenn nicht sogar stärker. Und wir kommen jetzt dann als nächstes nach Forchheim. Da geht es dann rauf in den Kellerwald. Vielleicht wird es da ein bisschen besser mit der Sonne. Aber wie schon gesagt, wir handeln es diesmal besser und uns geht's gut bisher. Ja. So, lieber Sanno, ne, wir sind jetzt bei Kilometer 15 und wir hoffen für dich, du bist schon längst bei Kilometer 20 oder mehr. Du rockst das! So, und so sind wir jetzt in Forchheim und schauen, dass wir möglichst schnell in den Kellerwald kommen. Jawohl, da ist ein bisschen leer. In der Hoffnung, dass da ein wenig kühler ist. Und der Autolärm ist weg. Genau. Ja! Atschnasse Mütze. Oh, das ist geil! Eine weitere kleine Mini-Pause. Bloß eine Mini-Pause, dann geht's weiter, den Rest. Jawohl, wir sind jetzt am Bahnhof in Forchheim und da gibt es einen herrlichen, wie ihr gerade gesehen habt, so einen herrlichen Brunnen. Ne? Da haben wir uns jetzt alle batschnass gemacht. Da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Ich habe mich noch nie so gefreut, wenn ich batschnass war wie heute. Wunderbar. Die Christa haut sich jetzt noch einen Kaffee rein und dann geht's weiter. Ne? Ade, nicht ade, sondern bis nachher, Mensch. Also bis nachher dann. Scheißdreck. Den Take schon wieder versaut. Ne? So Leute, jetzt geht's dann in den Kellerwald. Und uns geht's nach wie vor sehr gut. Ja, wir haben uns so herrlich abgekühlt. Und ich glaube auch, dass uns besser geht, als, als wir das letzte Mal diese Tour gemacht haben. Aber am Ende werden wir alles zusammenfassen können. So, der Aufstieg in den Kellerwald. Wir sind gerade mittendrin. Ja. Aber es geht eigentlich.
Belohnung ist, dass es jetzt schattiger ist. Ja, zum Glück. Wunderbar. Hier passe ich mich jetzt der Geschwindigkeit von der Christa an Der arme Kerl. und achte darauf, dass nicht ich die Christa ziehe. Und ja, genau. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ne? Sebastian wird jetzt hochrennen. Ich glaube ja, in der Summe dann sind wir immer noch sehr viel schneller als bei unserer allerersten Tour, wo wir das gemacht haben. Wie immer, hier ist es schön schattig und Folge dem Weg 120 Meter. ja, Leute, Wieder bergauf. es geht ein bisschen bergauf, aber es ist jetzt eigentlich, es geht so ein bisschen bergauf. Ah, ich muss mich wieder einbremsen, ne? Aber machen Halt wir mal. eine lahme Ente. Machen wir mal so. Jawohl. Passt. Ja, genau. Wir haben jetzt hier ein neues Wort eingeführt. Du meinst eher nur einen Buchstaben. Einen neuen Buchstaben in unsere Guiding-Sprache. Und zwar Z. werde ich jetzt das Z verwenden, wenn ein Hindernis kommt, was höchstens 1,5, also das typische Beispiel wäre der missratene Gummideckel in der Stadt zum Beispiel. Das sind nämlich die gefährlichen Dinger, wo man dann drüber stolpert. Und wenn ich ein Z sage, dann ist das Hindernis höchstens 2 cm hoch. Und das spart der Christa viel Energie, weil die dann nämlich nicht mehr jedes Mal den ganzen Fuß anheben muss. Denn wenn ich ein U sage, dann ist es bis zu 5 cm hoch. Und da macht die Christa schon aus Vorsicht heraus, U, U und U und U. Genau, da macht die Christa schon aus Vorsicht heraus größere Schritte und das kostet ja viel Energie. Und Nächster Möglichkeit rechts halten. das kostet ja viel Energie und weil wir das optimieren wollen, gibt es jetzt eben das Z. Da muss die Christa nur noch ganz leicht die Füße anheben und wird drüber kommen. Und das wollen wir jetzt einführen. Bis jetzt hat es ganz gut geklappt mit dem Z Total. und ich hoffe, wir können das dauerhaft jetzt machen. Also den Aufstieg zum Kellerwald, den haben wir jetzt bezwungen und jetzt Ja. geht es, glaube ich, hier noch so 4-5 Kilometer im Wald. Dann geht es wieder runter und dann der Endspurt Hier ist so schön. nach Ebermannstadt rein. Und die letzte Tour, die ging ja bis zum Bahnhof nach Ebermannstadt. Dasselbe werden wir auch tun hier, um das korrekt abzuschließen. Laufen wir ganz korrekt bis zum Bahnhof. Dann schließen wir die Tour ab. Danach nehmen wir euch noch schnell mit in den Biergarten und tun schon mal ein bisschen so uns überlegen, was sind die Schlüsse, die wir aus der Tour ziehen können. Genau. So machen wir das. Jawohl. Ja. So, wir haben jetzt gleich Weilersbach durch und da kommt jetzt dann ja, der Edeka, da wo wir das letzte Mal auch schon Pause gemacht haben. Cola Light, ich komme. Cola Light, irgendein ISO-Getränk und gut ist. Dann holen wir uns da was und dann geht es auf die letzte Etappe nach Ebermannstadt rein. So, jetzt auf zum Endspurt nach Ebermannstadt noch schnell. Jawohl. Jawohl. Wir sind nicht so fertig wie beim letzten Mal, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Stimmt. Und obwohl es ganz andere Wärmeverhältnisse sind diesmal, Abbiegen. Danach rechts abbiegen. so, wieder einmal in Rüssenbach. Leute, ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal diese Tour gemacht haben, als wir dann da angekommen sind, wie stolz ich da auf die Christa war, dass die da angekommen ist. Ne? Und da wusste ich ganz genau, okay, diese 34 Kilometer, die sind eventuell der Schlüssel zum Megamarsch, dass man die 50 schaffen kann. Und jetzt, wenn wir jetzt diese Tour gehen, dann machen wir das aus ganz anderen Gründen. Also wir wollen sehen, wie ist unser Energiemanagement bis dahin. Und wir wollen halt prüfen, ne, wie ist die Performance. Und das ist so
so krass dieser Unterschied, weil vorher ging es mir darum, schaffen wir das überhaupt? Ne? Das stimmt. Das ist jetzt ganz anders. Ja. Also wir kommen gleich nach Ebermannstadt rein, wir melden uns dann wieder. Jawohl. So, wenn ich die Uhr da richtig abgelesen habe, dann ist jetzt 15 Uhr und wir sind angekommen in Ebermannstadt. Christa ist gerade auf Toilette. Wir sind angekommen am Ebermannstadter Bahnhof. Wir sind jetzt hier im Wiesengarten und trinken da unser verdientes Bierchen bzw. eine Cola und einen Kaffee. Und ja, was ist jetzt Sache? Wir haben das mein Rucksack fällt runter. Wir haben das mal verglichen mit der Wanderung im Oktober. Am 7. Oktober haben wir die gemacht. Und zwar ist das genau exakt die gleiche Strecke gewesen. Und wir haben das diesmal ja fast 40 Minuten schneller erledigt. Ja. Wir waren 0,2 km/h auch schneller. Und Die reine Bewegungszeit. ja, die war ein bisschen kürzer, nicht viel. Aber wenn man die Gesamtzeit nimmt, dann haben wir fast 40 Minuten mehr Pause gemacht früher. Also das ist doch schon mal ein Erfolg. Und wir sind noch lange nicht so fertig, wie wir es damals waren. Nein, aber wenn es nicht so heiß gewesen Genau. wäre, hätten wir es noch schneller geschafft. Genau, das meine ich eben auch. Es war ja heute wieder brutal heiß. Und Aber ich sag's euch, ich kann in der Hitze nicht so eine gute Leistung bringen wie ohne Hitze. Es ist Fakt. ja, aber genau das ist ja jetzt der Punkt, den ich hier gerade habe, ne, Christa? Ja. Weil wenn das nicht so warm gewesen wäre, wäre die Leistung wahrscheinlich noch besser Freilich. gewesen. Insofern sind wir eigentlich super zufrieden Ja. mit dieser ganzen Geschichte. Es war uns jetzt mal wichtig, um einfach rauszukriegen, wo wir stehen nach ein paar Monaten. Und wir stehen gut da, wirklich top. Hätte ich Na? auch gesagt. So. Gibt es sonst noch was? Ja, das Wichtigste ist eben, die Christa greint nicht, die ist jetzt nicht total fertig oder so. Nein. Ne, das ist wirklich wichtig und passt alles. Ne? Oh, hätte Wir ich sind auch gesagt. bereit für neue Schandtaten, sind wir jetzt. Und da müssen wir mal überlegen, was wir machen. Aber das war jetzt uns einfach wichtig. Und mir persönlich ist auch sehr wichtig, weil ich jetzt einfach langsam wieder in die Langstrecke gehen muss, um mich richtig vorzubereiten auf Frankfurt. Ne? Könnt gern wieder Langstrecke machen, aber nicht bei 28 Grad. Ja, alles gut. Wir haben es jedenfalls hinbekommen. So, Ja. und jetzt sagen wir mal Ade Tschö, dem, wie heißt der denn jetzt wieder? Der, Sano VS Nature. ja Mensch, wir hoffen, du läufst noch und schaffst es auch. Ne? Okay. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, weißt du was, wenn du es nicht geschafft hast, ist auch nicht so schlimm. Dann kommen wir mal und laufen mit dir, ja? Okay? Dich. So. Oder du meldest dich für den Nürnberger Megamarsch an. Der ist einfach, den schaffst du auch. Genau. Und ansonsten, Leute, geht raus, ne? Bewegt euch. Bewegt euch ein wenig, dann passt die Sache, ne? Ein bisschen, ja. Jawohl. Ade, Leute. Ciao. Ciao.